Moin zusammen und herzlich willkommen zur 6. Episode unserer Videoreihe Lagos Evolution. Falls ihr jetzt erst dazu gestoßen seid und die vorherigen Episoden der Serie verpasst habt, dann findet ihr diese über den im Video eingeblendeten Link zu unserer Playlist. Nachdem wir unseren Lagos-Charakter beim letzten Mal geriggt und geskinnt haben, ist es nun an der Zeit, ihm durch Animationen Leben einzuhauchen. Wie immer haben wir einen Basics-Teil für euch angefertigt, mit welchem wir euch den Arbeitsschritt vorstellen. Hier haben wir ein Objekt, welches bereits geriggt und geskinnt wurde. Nun möchten wir für dieses Objekt eine Wackelanimation erstellen. Generell geht es beim Animieren darum, bestimmte Schlüsselpositionen einer gewünschten Animation in Form von sogenannten Keys auf einer Timeline festzusetzen. Diese Keys speichern die benötigten Transformwerte einer Position zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wird die Timeline gestartet, dann bewegen sich alle Objekte entsprechend ihren Transformwerten, die zu bestimmten Zeitpunkten in den Keys gesetzt sind. Jedes Objekt kann separat gekeyt werden. Zwischen gesetzten Keys wird automatisch interpoliert. Als nächstes ist es wichtig, die Animation auf Games zu optimieren. Dafür müssen manche Animationen loopbar gemacht werden, sprich Anfang und Ende müssen exakt dieselbe Position und Rotation aufweisen. Ein nützliches Werkzeug hierfür ist der Graph Editor. Hier werden Animationen in Form von Curves angezeigt. Es stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, die Interpolation zwischen den Keys zu manipulieren. Eine Curve mit runden Tangenten erzeugt einen weichen Verlauf der Animation, ähnlich wie bei einem Pendel. Spitze Tangenten hingegen sorgen für einen linearen Verlauf der Interpolation, sprich einen abrupten Richtungswechsel. Man kann die Art der Interpolation auch mischen, um bestimmte Effekte zu erzielen. An dieser Stelle verschieben wir absichtlich den letzten Key der Animation, sodass dieser nicht mehr mit der Position des ersten Keys übereinstimmt. Um euch zu zeigen, wie eine Animation aussieht, welche nicht loopbar ist. Für eine Animation, die mehrfach wiederholt abgespielt werden soll, zum Beispiel eine G-Animation, wäre dies suboptimal. Nachdem wir euch die Grundlagen des Arbeitsschrittes etwas näher erklärt haben, ist es nun an der Zeit, unserem Charakter das Gehen beizubringen. Für das nächste Video, in welchem wir den Charakter in der Game Engine aufsetzen, haben wir einige Animationen vorbereitet. Das Erstellen aller Animationen zu zeigen, hätte den zeitlichen Umfang dieser Episode gesprengt. Daher haben wir uns in diesem Video auf eine Animation beschränkt. Dabei handelt es sich um die Walk-Forward-Animation. Wie auch beim Modellieren ist es ratsam, auch beim Animieren auf Referenzen zurückzugreifen und diese gegebenenfalls in den Hintergrund zu legen. Nun beginnt unser Artist mit der ersten Pose. Linkes Bein vor, Hüfte runter, rechtes Bein zurück und ab geht die Post. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt beim Animieren hauptsächlich zwei Herangehensweisen, Straight Ahead und Pose to Pose. Straight Ahead bedeutet, dass die Animation in chronologischer Reihenfolge erstellt wird, sprich man animiert von einer Pose zur darauf folgenden Pose. Pose to Pose bedeutet, dass zuerst die wichtigsten Schlüsselpositionen Anfang, Mitte und Ende gesetzt werden. Danach werden weitere Keys in den Zwischenräumen gesetzt. Dies wiederholt man, bis die Animation dem gewünschten Look entspricht. Zusätzlich gibt es noch Motion Capturing. Dabei wird in der Regel ein Akteur in einem speziellen Anzug von besonderen Kameras aufgenommen. Die dabei entstehenden Daten werden dann auf ein speziell für Motion Capturing ausgelegtes Rig übertragen. Leider haben wir im Moment nicht die Möglichkeit, so ein Studio zu nutzen, daher erstellen wir unsere Animationen komplett per Hand. Natürlich lassen sich diese Herangehensweisen auch mischen. Wie ihr sehen könnt, bevorzugt unser Artist Pose to Pose. Jeder, der sich für Animation interessiert, sollte sich einmal die Principles of Animation von Walt Disney anschauen. Dabei handelt es sich um eine Art Richtlinie, die dabei helfen soll, natürlich wirkende Animationen zu erstellen.
Animationen können das spätere Gameplay stark beeinflussen. Soll in einem Spiel eine bestimmte Aktion sofort nach der Aktivierung erfolgen, so muss der Animator auf eine lange und aufwendige Animation verzichten. Ein Sprung ist dabei ein gutes Beispiel. Drückt ein Spieler in einem schnellen Online-Spiel die Taste zum Springen, soll der Sprung sofort erfolgen und nicht erst zum Ende einer langen, ausholenden Bewegung. Anders verhält es sich möglicherweise in einem langsamen Horrorspiel. Hier kann mit einer längeren Animation zum Nachladen einer Waffe dafür gesorgt werden, dass ein Spieler Schweißausbrüche erleidet, während die Gegner immer näher rücken.
An dieser Stelle ist die Walk-Forward-Animation soweit fertig. Doch kann diese so nicht einfach in die Game Engine importiert werden, da wir in die Engine nur Mesh und Joints mitnehmen können. Um dies zu ermöglichen, müssen die gekeyten Transformwerte der Controller auf die jeweiligen Joints gebaked werden. Danach muss alles, was kein Mesh und kein Joint ist, rausgelöscht werden. Denn die Engine verlangt eine klare Joint-Hierarchie. Gerade bei diesem Schritt ist es wichtig, dass alles in der Szene eine eindeutige Benennung hat, denn dies vereinfacht diesen Schritt ungemein. Zum Abschluss zeigen wir euch die Animation noch in Realtime, sodass ihr einen ersten Eindruck davon bekommen könnt, wie sich unser Lagos in der Engine vorwärts bewegen wird. Wir hoffen, euch hat unsere 6. Episode gefallen und dass ihr auch bei unserem nächsten Teil vorbeischaut. Dort werden wir uns in der Game Engine Unreal 4 von Epic bewegen und unseren spielbaren Lagos-Charakter aufsetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht zu subscriben und wenn ihr mehr über Synth-Idea Games erfahren wollt, schaut doch auch auf unseren Social Media Sites vorbei, die Links findet ihr in der Beschreibung.